Die Zahl arbeitsloser Bürgergeldempfänger ist in Brandenburg gestiegen und das löst im Wahlkampf der CDU eine Forderung nach dem Ende dieser Leistung aus. Vor allem beim Bürgergeld für ukrainische Kriegsflüchtlinge befürwortet Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke auch Änderungen. In anderen EU-Ländern seien viel mehr Ukrainer in Arbeit als in Deutschland. Im Wahlkampf verzichtet Dietmar Woidke auf Auftritte mit dem Bundeskanzler, geht offenbar lieber auf Distanz zur unbeliebten Ampel in Berlin. Jetzt tritt Brandenburgs SPD-Ministerpräsident noch einen Schritt weg von der Bundes-SPD und stellt das Bürgergeld für Ukrainer in Frage. Die Entscheidung war damals richtig, weil wir schnell helfen mussten. Heute müssen wir uns fragen, ob diese Form der Unterstützung noch zeitgerecht ist. In anderen EU-Ländern seien viel mehr Menschen aus der Ukraine in Arbeit als in Deutschland. Das müsse sich ändern, so Woidke. Die Aussagen ein Seitenhieb auf seinen Parteifreund, SPD-Arbeitsminister Heil, dessen Jobturbo für Flüchtlinge bislang nicht gezündet hat. Ukrainer bekommen sofort nach Ankunft in Deutschland Bürgergeld. Im Frühjahr waren nur rund ein Viertel der erwerbsfähigen Ukrainer in Arbeit. FDP und Union fordern schon länger, das Bürgergeld für Ukrainer zu streichen, auf ein anderes System zu setzen. Die CDU hofft nach dem Woidke-Vorstoß auf Einsicht in der SPD. Was wir in der Vergangenheit erlebt haben, das ist ja, dass insbesondere Grüne und SPD weit weg von der politischen Realität der Menschen in Deutschland sind. Und deswegen mache ich mir durchaus die Hoffnung, dass es da einen Veränderungsprozess in der SPD geben könnte. Jeder vernünftige Mensch müsste im Grunde genommen sehen, dass es so, wie es ist, nicht bleiben kann. Im Frühjahr hatte der Kanzler allerdings betont, er will am Bürgergeld für Ukrainer festhalten. Doch der Druck wächst und kommt jetzt auch aus seiner eigenen Partei. Tja, Dorothea Schupelius hier in Berlin. Das ist schon eine interessante Entwicklung da beim Bürgergeld für ukrainische Kriegsflüchtlinge. Dietmar Woidke jedenfalls ist für Änderungen. Wie schätzt du das ein? Schwenkt da die gesamte SPD allmählich um bei diesem Thema? Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei Dietmar Woidke hier eher um ein Wahlkampfmanöver handelt, ist sehr hoch. Denn die SPD ist die Partei gewesen, die immer am lautesten Kritik ausgeübt hat, wenn die CDU sich zu Änderungen beim Bürgergeld bezüglich der ukrainischen Flüchtlinge geäußert hat. Damals hieß es, es sei populistischer Unsinn, die CDU solle sich schämen. Unmenschlich und unverschämt wurde das Ganze sogar von Rolf Mützenich von der SPD genannt. Dietmar Woidke steht enorm unter Druck, denn die Wahlen stehen kurz bevor und die AfD ist sehr stark im Osten. Deswegen wird Dietmar Woidke jetzt bestimmt nichts unversucht lassen, um ein paar Wähler noch davon zu überzeugen wollen, sich vielleicht doch bei ihm und bei der SPD davon überzeugen zu lassen, das Kreuz zu setzen. Also Wahlkampfmanöver, sagst du ganz klar. Dennoch sind seine Aussagen auch ein Seitenhieb, zum Beispiel auf seinen Parteifreund SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil. Also könnte das ein Flächenbrand werden? Droht da vielleicht Streit in der gesamten SPD oder Diskussion zumindest über das Thema? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn die Wahrscheinlichkeit, dass sich hier weitere Genossinnen und Genossen dieser Forderung von Dietmar Woidke anschließen werden, ist sehr gering. Und auch der Bundeskanzler, selber SPD-Politiker, hat sich immer klar dagegen ausgesprochen. Dietmar Woidke hat seine politische Karriere und seine politische Zukunft an dieses Wahlergebnis geknüpft. Er hat gesagt, dass falls die AfD vor seiner SPD in Brandenburg liegen sollte nach den Wahlen im September, würde er zurücktreten. Er sagte auf eine recht trotzige, kindische Art, dann bin ich eben weg, basta. Das heißt, für ihn geht es jetzt wirklich ums Ganze. Es geht um alles. Das heißt, er weiß, was den Wähler stört. Er weiß, was der Wähler will. Bürgergeld ist hier ein großes Thema. Also wird er auch bereit sein, einen Streit in den eigenen Reihen in Kauf zu nehmen, beziehungsweise bereit sein, sich von den eher unbeliebteren Politikern und von den unbeliebteren politischen Linien der SPD zu distanzieren. Nur einen faktischen Punkt hat Dietmar Woidke ja, denn in anderen EU-Ländern sind tatsächlich mehr Ukrainer in Arbeit als hier in Deutschland. Woran liegt das? Warum funktioniert das bei uns nicht? Ist es das Bürgergeld? Wir können uns die Zahlen ja einmal angucken, die sprechen nämlich in der Tat für sich. Es waren ca. 17.000 Ukrainer, die von staatlichen Hilfen gelebt haben, bevor der Krieg ausgebrochen ist. Diese Zahl ist dann knapp innerhalb eines Jahres auf 700.000 hochgegangen und seit 1,5 Jahren leben knapp 60% der hier lebenden Ukrainer von staatlichen Hilfen. Und wenn wir uns mal angucken, wie in den Nachbarländern so mit Arbeit bei Ukrainern umgegangen wird, dann sehen wir, dass es in Dänemark zum Beispiel die Hälfte der Ukrainer sind, die arbeiten, in Tschechien auch.
Und in den Niederlanden sind es 70% der Ukrainer, die in Arbeit gegangen sind. In Deutschland arbeiten 26,5% der geflüchteten Ukrainer. Und da zählen auch die mit rein, die schon vor Beginn des Krieges hier gelebt haben. Also liegt die Vermutung nahe, dass das Bürgergeld und das dann doch eher einfach auch Herankommen an dieses Bürgergeld etwas damit zu tun hat, dass nicht schnell in Arbeit gegangen wird. Man darf aber auch nicht vergessen, dass viel Bürokratie in Deutschland immer eine große Rolle spielt und es für den einen oder anderen auch gar nicht so einfach ist, an Arbeit heranzukommen. Bürokratie auch eins der großen Punkte in diesem Wahlkampf. Ich bin mal gespannt, ob Dietmar Woidke vor September auch noch hier mit ein paar guten Ideen um die Ecke kommt. Wir sind gespannt. Danke dir, Dorothea, für deine Einordnung.